Hallo zusammen. Willkommen in diesem Podcast. Wenn du heute das erste Mal zuhörst, freue ich mich wirklich, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle gemacht, die Deutsch lernen, nicht nur zum Lernen, sondern auch, um den Weg zu genießen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns gut kennen: persönliche Disziplin. Genauso wie beim Deutschlernen stellt sich oft die Frage, wie kann man sie entwickeln, besonders wenn man sich gerade faul oder unmotiviert fühlt. Ich möchte mit etwas Wichtigem beginnen: Faulheit bedeutet nicht, dass du keine Fortschritte machen willst. Oft zeigt es einfach, dass du müde bist, überfordert oder vielleicht den Spaß am Lernen verloren hast. Deutsch zu lernen braucht Ausdauer, aber auch Selbstmitgefühl. Und genau darum geht es heute, darum, wie du dich selbst begleiten kannst, ohne dich unter Druck zu setzen. Oft hören wir Sätze wie: Du bist so faul, manchmal sagen wir das sogar selbst über uns, manchmal hören wir es von anderen. Aber was bedeutet faul eigentlich, wenn es um das Sprachenlernen geht? Ich glaube, hinter dem Wort steckt meistens etwas anderes. Meistens liegt es nicht daran, dass wir nichts tun wollen, sondern eher daran, dass wir nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen. Oder wir haben Angst, nicht gut genug zu sein. Oder wir sind einfach erschöpft. Deutsch zu lernen braucht Kraft. Und wenn du heute keine Energie hast, ist das völlig in Ordnung. Hier wird dir niemand einen Vorwurf machen. Manchmal hilft es schon, die Ursache der Müdigkeit zu erkennen, um wieder voranzukommen. Vielleicht sind deine Ziele zu hoch gesteckt? Vielleicht zwingst du dich, Dinge zu tun, die dir keinen Spaß machen? Oder vielleicht brauchst du einfach eine Pause? Egal was es ist, du bist nicht allein. Mit etwas Sanftheit und Geduld können wir die Motivation zurückgewinnen, auch wenn sie langsam kommt. Viele Menschen denken, Disziplin bedeutet, sich immer dazu zu zwingen, etwas zu tun, auch wenn man keine Lust hat. Aber ich bin mir sicher, dass das gerade beim Sprachenlernen nicht immer die beste Methode ist. Echte Disziplin heißt nicht, rennen zu müssen, wenn du noch nicht mal gehen kannst. Es geht vielmehr darum, Schritt für Schritt voranzukommen, egal wie klein. Es bedeutet, einen Rhythmus zu finden, der zu dir passt und dir gut tut. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, habe ich mir gesagt, ich muss jeden Tag 2 Stunden üben. Natürlich habe ich das nie geschafft. Und an jedem Tag, an dem ich mein Ziel nicht erreichte, fühlte ich mich schlechter. Dann änderte ich meine Herangehensweise. Ich beschloss, einfach nur 5 Minuten pro Tag zu üben, nur 5 Minuten. Und merkwürdigerweise funktionierte das. Weil Disziplin nicht bedeutet, streng zu sich selbst zu sein. Es geht darum, sanfte, aber regelmäßige Gewohnheiten aufzubauen. Kleine Dinge, die du jeden Tag tust, ohne dich selbst zu bekämpfen. Also, wenn du gerade Schwierigkeiten hast, motiviert zu bleiben, erinnere dich, du bist nicht faul. Vielleicht brauchst du einfach einen sanfteren Ansatz. Wie schafft man es also, voranzukommen, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen? Wie baut man eine Disziplin auf, die sich nicht wie Strafe anfühlt? Hier sind ein paar einfache Ideen, die du leicht umsetzen kannst, und die besonders wichtig, sanft mit dir selbst sind. Fang klein an, wirklich klein. Statt dir zu sagen, ich muss jeden Tag 2 Stunden Deutsch lernen,
versuche es stattdessen mit 5 Minuten. Nur 5 Minuten am Tag. Das ist alles. Diese 5 Minuten können so einfach sein wie ein deutscher Satz lesen, ein unbekanntes Wort anhören oder einfach einen laut wiederholen. Der Schlüssel ist, Kontakt mit der Sprache zu halten, ohne Stress. Zweiter, mach es dir selbst angenehm. Sprachenlernen ist nicht nur Grammatik pauken. Es ist auch Kultur entdecken, Musik hören, neue Denkweisen kennenlernen. Finde heraus, was dir Spaß macht. Ein deutscher Film? Eine Popsong? Eine lustige YouTube-Videoreihe? Mische Lernen mit Vergnügen. Dritter, verknüpfe dein Lernen mit bestehenden Gewohnheiten. Zum Beispiel, nach deinem Morgenkaffee hörst du dir einen Podcast-Abschnitt auf Deutsch an. Oder vor dem Schlafengehen liest du eine Seite aus einem leichten Buch. So musst du nicht nach freier Zeit suchen, die Zeit ist bereits da. Vierter, sei nachsichtig, wenn du mal einen Tag auslässt. Das ist okay. Niemand beobachtet dich. Du kannst morgen oder übermorgen einfach wieder starten, ohne Vorwürfe. Am Ende geht es nicht um Perfektion. Es geht um Kontinuität. Auch wenn sie langsam ist. Auch wenn sie unregelmäßig aussieht. Selbst wenn sie manchmal zerbrechlich wirkt. Lass mich dir eine kleine Geschichte erzählen. Sie handelt von jemandem, der wie viele von euch gerne Deutsch lernen wollte, motiviert und regelmäßig. Er hatte sich vorgenommen, jeden Tag eine Stunde zu lernen. Am Anfang klappte das ganz gut. Doch dann kam die Müdigkeit. Die Routine wurde zur Last. Und eines Morgens fehlte einfach die Lust. Er fühlte sich schuldig. Er dachte, er hätte nicht genug Willenskraft. Dass er faul sei. Also hörte er auf. Wochenlang berührte er kein Buch, hörte keinen Podcast. Und je länger die Zeit verging, desto mehr schämte er sich dafür. Doch eines Tages, zufällig in einem Café, hörte er ein deutsches Lied. Er verstand nicht alles, aber irgendetwas berührte ihn, der Ton, die Emotion. Zu Hause hörte er das Lied erneut an, las den Text und versuchte, ein paar Wörter zu verstehen. Es war nicht viel, nur ein Lied. Aber es war ein Beginn. Ab diesem Moment änderte er seine Herangehensweise. Er zwang sich nicht mehr, täglich eine Stunde zu büffeln. Stattdessen hörte er sich einfach ein Lied an oder las einen kurzen Text, wann immer ihm danach war, ohne Druck, ohne Schuldgefühle. Und langsam, fast unbemerkt, kehrte der Spaß zurück. Der Genuss des Lernens, auf seinem Tempo. Disziplin bedeutet also nicht immer, einen strengen Plan zu folgen. Es bedeutet auch, zurückzukehren, sogar nach einer Pause. Es heißt, sich selbst erlauben, neu anzufangen, ohne Bewertung. Wenn du gerade eine Phase durchläufst, in der du das Gefühl hast, gar nichts zu tun, erinnere dich an diese Geschichte. Du kannst jederzeit wieder beginnen. Schon heute. Mit einem Lied. Oder einem einzigen Satz. Deutsch zu lernen, wie jede neue Fähigkeit, braucht Geduld. Und vor allem, Mitgefühl mit dir selbst. Heute haben wir gesehen, dass das, was wir oft als Faulheit bezeichnen, selten ein Zeichen von Desinteresse ist. Es ist meist ein Hinweis darauf, dass wir Ruhe,
Freude oder realistischere Ziele brauchen. Disziplin heißt nicht, sich jeden Tag zu quälen. Es heißt, einen Weg zu finden, weiterzugehen, auch wenn du keine Lust hast. Auch wenn es schwer fällt. Auch wenn du langsam bist. Wenn du im Moment Schwierigkeiten hast, regelmäßig zu bleiben, merke dir, es gibt kein Rennen zu gewinnen. Es geht nur darum, einen kleinen Schritt zu machen, wann immer du kannst. Vielleicht ist dieser Schritt ein deutscher Satz. Vielleicht ein Lied. Oder einfach nur ein Selbstgespräch auf Deutsch. Das ist schon viel wert. Eine letzte Sache habe ich noch für dich, bevor wir diesen Podcast beenden. Wiederhole bitte innerlich oder laut mit mir. Ich schaffe das. Ich mache kleine Schritte. Und das ist genug. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du weitermachst, auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Bis zum nächsten Mal für eine neue Folge. Pass auf dich auf.